Tagebuch Ostfront, Heeresgruppe Süd, September 1942. Ich mache mich auf den Weg. Der Weg zur Kirche in unserem kleinen, überschaubaren Ort, wo scheinbar die Welt noch in Ordnung ist. Ich will den Weg zu Fuß gehen und die Stille in der Natur, das Zwitschern der Vögel und das Rauschen des Windes in den Bäumen hören. So friedvoll kann es hier sein, während am anderen Ende der Welt der Mensch des Menschen ärgster Feind geworden ist. Kein Geschützdonner, das immer allgegenwärtig zu einem durchdringt. Keine zerfahrenen Wege, durch die sich die LKWs und Kübelwagen quälen, um doch wieder Nachschub nach vorne zu bringen. Keine Verwundetentransporte, die an einem vorbeiziehen und man das Stöhnen und die Schmerzensschrei hören kann, wenn doch wieder der Transportwagen durch ein tiefes Schlagloch rumpelt. Das erinnert mich an meine Verwundungen und Transporte aus dem Frontabschnitt. Dann lieber bewusstlos auf der Pritsche, als stundenlang durchgeschüttelt zu werden. Ich benutze die alten Feldwege auf dem Weg zum Friedhof, wo die alte Kapelle in den Himmel ragt. Sicher sind schon viele dort und freuen sich auf die Zeremonie. Ich komme an einem Waldstück vorbei, wo wir damals als Kinder Soldat gespielt haben. Mit langen Ästen haben wir die Gewehre gegeneinander gerichtet und geschossen. Geschossen, was das Holz so hergab. Wir mit unseren kurzen Hosen im Gestrüpp, immer die Beine zerrissen und die Hemden schmutzig. Den Ärger vom Vater, wenn die Mutter wieder waschen musste. Kindheit. Unschuld. Und jetzt? Nicht nachdenken. Aber das Spielen hat auch immer viel Spaß gemacht. Und wer getroffen war, musste liegen bleiben und bis 20 zählen. Was ein Spaß damals. Und jetzt? Wer getroffen wird, bleibt für immer liegen. Kein Zählen. Kein Spiel mehr. In der Ferne sehe ich schon den Kirchturm. Ich kürze ab und gehe über die Wiese. Da plötzlich ein Motorengeräusch. Schon spannt sich mein Körper an. Ich will es gar nicht, aber es passiert einfach. Ich sehe mich selbst leicht gebückt, halb in der Hocke in den Himmel spähen, bereit loszuspringen und sich in die nächste Deckung zu werfen. Ich bewege mich langsam vorwärts und schaue angestrengt in den Himmel. Mein linker Fuß gleitet nach rechts weg und ich schaue nach unten. Natürlich ein Kuhfladen, in den ich reingetreten bin. Und jetzt sehe ich auch die Quelle des Geräusches. Eine Ju-52 zieht bedächtig über unseren Ort dahin. Gerade so, als ob sie mich verhöhnen will. Nun stehe ich da, in meiner Uniform, und die schönen Stiefel voller Kuhmist. Na dann mal ran an die verflixte Hinterlassenschaft der Wiederkäuer. Schnell ist der Stiefel gereinigt, und nun muss ich mich doch sputen. Aber bei diesem Minenfeld bin ich doch vorsichtiger. Das sollte mir jetzt nicht noch einmal passieren. Auf dem Weg zum Kirchhof kommen mir die Hitlerjungen entgegengestürmt. Mit stolzer Brust gehen sie im Gleichschritt neben mir her, gerade so, als ob es zu einer Parade geht. Sie feixen und kichern ausgelassen, und ich sehe immer wieder die großen Augen, mit denen sie die Uniform und die Orden bestaunen. Vor der Kirche haben sich viele Leute versammelt, alle schön angezogen, mit Blumen und Girlanden bewaffnet, und ich denke, die haben auch viel Reis in den Taschen. Auch einige von Vaters Schützenverein sind da, und auch ein paar Soldaten in Uniform kann ich erkennen. Wir gehen hinein und die Kirche ist gut gefüllt. Ich gehe bis zum Pastor vor und stelle mich an meine Position. Die Glocken beginnen zu läuten und schnell werden die letzten Plätze eingenommen. Nach einer gefühlten Ewigkeit verklingt das Geläut und ganz langsam öffnen sich erneut die großen, schweren Flügeltüren der Kirche. Nun kommt sie herein, meine Gudrun. Die schönste Braut auf der Welt. Am Arm der Herr Vater, der nun bald mein Schwiegervater sein wird. Langsamen Schrittes geht es auf den Altar zu. Unter dem Schleier kann ich gut die klaren, blauen Augen und die vollen roten Lippen erkennen. Sie schenkt mir ein Lächeln, aber ich merke doch, dass sie etwas angespannt ist. Kurz vor dem Altar übergibt mir Gudruns Vater ihre Hand und in einem fast geflüsterten, aber doch brummigen Ton
gibt er mir seine Tochter mit den Worten: Nun bist du der Mann, der sich um sie kümmert. Mit einem Lächeln dreht sich der alte Haudegen und Weltkriegsveteran schneidig um. Hat er nicht verlernt. Nur seine Beinverwundung lässt ihn noch leicht humpeln, als er zu seinem Platz geht. Nun stehen wir hier nebeneinander und schauen uns an. Alles verfliegt aus meinem Kopf und ich habe nur noch Augen für sie. Der Pastor hält eine schöne Rede und ich fühle mich wie in den Wolken. Als wir uns das Ja-Wort geben, geht ein Schluchzen durch die Kirche und die versammelte Damenwelt überbietet sich mit dem leisen Schneuzen der Nase. Auch ich bin den Tränen nahe, muss mich aber jetzt zusammenreißen. Ich küsse Gudrun und fühle mich, als ob ich nach einer langen Reise angekommen bin. Ja, der Hafen der Ehe. Wir haben angelegt und nun steht uns die Welt offen. Alle in der Kirche erheben sich und wir schreiten durch den Mittelgang. Die großen Flügeltüren sind geöffnet. Der Organist spielt herrlich und die Glocken beginnen zu läuten. Damit es alle hören können. Hier wurde geheiratet. Das Glück ist hier zu finden. Schaut her und teilt mit uns die Freude. Als wir ins Licht der Sonne treten, wird zaghaft mit Reis geworfen. Der Schützenverein ist angetreten und unter einem Säbelspalier schreiten wir zu unserem Wagen. Schön haben die das gemacht, toll mit Blumen und kleinen Bändern. Wir lassen uns noch etwas feiern und nehmen dankend alle Glückwünsche entgegen. Die Brauteltern sind schon auf dem Weg zum Dorfkrug. Dort gibt es Kaffee und Kuchen für alle und ich bin froh, dass meine Schwester unter den Gästen ist. Ein Lächeln huscht durch ihr Gesicht, als sie mich erblickt, und ich bin guter Dinge, dass sie für ein paar Stunden den Schmerz vergisst. Wenn Willi jetzt hier wäre, dann würde wirklich was los sein. Der konnte den ganzen Saal zum Lachen bringen. Es ist ein wunderschöner Nachmittag. Reichlich Kaffee und Kuchen, später auch mal ein Likör werden gereicht. Die Männer ziehen mich später ins Herrenzimmer und mit einer Zigarre bewaffnet muss ich doch noch ein paar Kriegsgeschichten zum Besten geben. Aber ich habe mir vorgenommen, nur die lustigen Dinge zu erzählen und wir können viel darüber lachen, was so alles schiefgegangen ist. Am frühen Abend verabschieden sich die Gäste nach und nach und auch ich spüre, dass die Eltern auch nicht mehr so viel Schwung haben wie früher. Sie werden halt auch älter. Trotzdem bleiben auch noch ein paar hartnäckige Freunde und trinken das eine oder andere Bier mit mir. Aber vorausschauend, wie ich halt bin, halte ich mich zurück. Abends um 10 Uhr ist dann endlich Feierabend und wir ziehen uns in Gudruns Wohnung zurück. Sie lässt mir ein heißes Bad ein und springt dann später, nachdem überall Kerzen brennen, mit in die Badewanne. Nicht viel Platz hier drin, aber wir finden einen Weg, wie es dann doch sehr gemütlich wird. Nach einer schönen Nacht sitzen wir zusammen am Frühstückstisch mit den Schwiegereltern. Alle sind gut gelaunt, eine tolle Hochzeit, ein schönes Fest. Ich kann mich gar nicht genug bedanken. Mein Schwiegervater meint zu mir, ob ich mir vorstellen könnte, später mal in seine Firma einzusteigen. Ein kleiner Betrieb, der Kugellager und Metallteile herstellt. 10 Angestellte und ein gut gefülltes Auftragsbuch. Das sind schon schöne Aussichten. Damals nach meinem Abitur habe ich eine Feinmechanikerlehre gemacht, bis ich dann freiwillig zur Wehrmacht ging. Aber das wäre tatsächlich eine Möglichkeit, später eine Familie zu ernähren. Mein Schwiegervater ist ein wirklich netter Mensch und hat ein Gespür für gute Geschäfte. Ja, es wäre mir schon eine Ehre, dort mit einzusteigen. Und soweit ich Gudrun verstanden habe, wäre es für sie auch eine schöne Verbindung. Aber erstmal den Russen besiegen, meint mein Schwiegervater, und dann machen wir Nägel mit Köpfen. Ich denke nach und mein Gesicht zeigt einen ernsten Ausdruck. Aber ich möchte jetzt diese heilvolle Stimmung nicht verderben und stimme ihm zu. Mehr kann und will ich dazu nicht sagen, denn ich weiß, dass die Leute an der Heimatfront nur die Erfolgsmeldung bekommen. Sei es drum, irgendwie wird das schon klappen. Noch 2 weitere Tage zu Hause und ich muss wieder an die Front. Ich verbringe die Zeit mit Gudrun und wir genießen die Zweisamkeit. Wann ich denn wieder Urlaub bekommen würde, fragte sie mich. Dazu kann ich nicht viel sagen, denn ich denke, dass die nächsten 6 Monate nichts draus werden wird.
Aber wir wollen nicht zu schwarz malen. Die Zeit wird zeigen, was möglich ist und was nicht. Der Abschied naht und mir wird das Herz schwer. Voll beladen mit Essen von meiner Mutter und Fotos meiner lieben Gudrun werde ich zum Bahnhof gebracht. Ich möchte nicht gehen, aber es wird nun mal Zeit. Meine Eltern sind natürlich traurig, dass ich wieder los muss, aber sie wissen auch, dass ich versprochen habe, immer wieder nach Hause zu kommen. Meine Schwiegereltern geben mir die besten Wünsche mit und sogar meine Schwester ist am Bahnhof, um mich zu verabschieden. Komm wieder, Rudolf, flüstert sie mir ins Ohr und lässt mich dann los. Zuletzt halte ich meine Gudrun lange im Arm. Alle sind schon eingestiegen und der Schaffner wird schon nervös. Der Zug rollt an und ich muss jetzt loslassen. Vergiss mich nicht, ruft Gudrun mir noch hinterher. Ich lächle und schicke 1000 Küsse in ihre Richtung. Wie könnte ich dich vergessen, mein Schatz, rufe ich noch. Aber es geht im Pfeifen der Lok unter. So sollen sie sich an mich erinnern. Freudig am Zug hängend und mit guter Laune Richtung Osten. Alles andere wäre nicht gut. Ich steige ein und finde einen Platz ganz in der Nähe der Fenster. Beschwerlich geht es wieder Richtung Front. Stunde um Stunde holpert der Wagen durch die Landschaft und ich nutze die Zeit, um den Schlaf nachzuholen. Das wurde aber auch Zeit, denn bei Gudrun, da habe ich nicht viel Schlaf bekommen. Wieder auf dem Weg zur Front. Wo meine Einheit jetzt wohl sein mag? Ich denke viel an die vergangenen Tage. So will ich leben. Das wäre schön. Nur in einem Stück bleiben. Das wäre noch besser.